Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Über die Cholesterinlüge hatten wir schon einmal im Detail gesprochen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Heute möchte ich mit euch kurz über die Gefahren eines niedrigen Cholesterinspiegels sprechen. Diejenigen, die mein Video zur Cholesterinlüge noch nicht kennen, werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass es viel mehr Probleme mit niedrigem LDL und niedrigem Cholesterinspiegel gibt, als mit hohem LDL oder hohem Cholesterinspiegel insgesamt. Hier erstmal einige Fakten. Unser Körper stellt den größten Teil des gesamten Cholesterins selber her. 25% unseres Gehirns besteht aus Cholesterin. Tatsächlich produzieren unsere Gehirnzellen Cholesterin. Cholesterin wird benötigt, um Vitamin D herzustellen. Es wird benötigt, um Gallensalze herzustellen, die uns helfen, Fette zu verdauen, durch die wir dann die Vitamine A, D, E und K und die Omega-3-Fettsäuren aufnehmen können. Schaut euch nochmal mein Video zur Entstehung von Gallensteinen an. Cholesterin ist eng an der Bildung unserer Zellmembranen beteiligt und an noch sehr vielen anderen Prozessen im Körper. Wenn also aufgrund der Einnahme von Statinen unser Gesamtcholesterin und das LDL zu niedrig sind, können alle möglichen schlimmen Dinge passieren. Und zwar spreche ich hier von Cholesterinwerten, die unter 120 Milligramm pro Deziliter oder 3,1 Millimol pro Liter liegen. Und wenn wir von LDL sprechen, spreche ich von Werten unter 50 Milligramm pro Deziliter oder 1,3 Millimol pro Liter. Wenn unser LDL oder Gesamtcholesterinwert unter diese Werte fällt, sind wir für einige Dinge gefährdet. Erstens, grauer Star. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass der graue Star durch den niedrigen Cholesterinspiegel direkt entsteht, tatsächlich aber soll er durch die Cholesterinsenker entstehen. Beim grauen Star trübt sich die Linse des Auges, Betroffene sehen immer schwächer und verschwommener. Im fortgeschrittenen Stadium können sie nur noch hell und dunkel wahrnehmen. Zweitens, Fettleber. Man könnte meinen, dass eine Fettleber durch den Verzehr von zu viel Cholesterin verursacht wird. Nein, vielmehr entsteht sie durch zu viele Kohlenhydrate, aber eben auch durch die Statine. Drittens, das nächste Problem ist, dass wir nicht genug Galle produzieren, denn Galle wird aus Cholesterin hergestellt und es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die damit verbunden sind, wie zum Beispiel ein fettiger Stuhl. Wenn der Stuhl also schwimmt, weist das darauf hin, dass wir keine Fette abbauen, wodurch sich wiederum ein Mangel an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K sowie ein Omega-3-Fettmangel entwickeln kann, wodurch viele weitere Gesundheitsprobleme entstehen können. Und ein weiteres Problem wäre die Verstopfung, weil Gallensalze helfen, den Magen-Darm-Trakt zu schmieren. Eine weitere große Nebenwirkung von zu wenig LDL-Cholesterin ist die sogenannte geistige Behinderung. Die allgemeine Intelligenz sinkt. Forscher in China kamen zu dem Schluss, dass ein niedriger Cholesterinspiegel als klinischer Indikator für das Risiko einer zukünftigen oder bestehenden kognitiven Beeinträchtigung einer Demenz dient. Siebtens, Stimmungsstörungen wie Angst und Depression. Niederländische Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen einem sehr niedrigen Cholesterinspiegel und einer höheren Anfälligkeit für Depressionen entdeckt, wie in der Fachzeitschrift dazu berichtet wird. Achtens, niedrige Cholesterinspiegel können offenbar mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergehen. Von diesem möglichen Zusammenhang berichten Herzspezialisten aus den USA im Journal of the American College of Cardiology. Neuntens, das Immunsystem leidet. Und das könnte möglicherweise daran liegen, dass aufgrund des Gallensäuremangels die fettlöslichen Vitamine wie auch das Vitamin D nicht aufgenommen werden. Und da das Vitamin D über 2000 Gene steuert, wäre ein Mangel desaströs für das Immunsystem. Und zehntens, durch einen Cholesterinmangel kann es zu einer Hyperthyreose kommen, bei der die Schilddrüse zu schnell arbeitet. Das zu den 10 Beispielen von Krankheiten, die durch einen niedrigen Cholesterinspiegel oder durch Statine entstehen können. Was aber den 11. Punkt betrifft, so geht es hier tatsächlich um den Tod. Es gibt schon viele Forschungsarbeiten, die zeigen, dass das Sterberisiko tatsächlich steigt, je niedriger der LDL-Cholesterinspiegel ist. Einige der Studien kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Die wichtigste Studie allerdings ist die, die 2021 im Nature Scientific Report veröffentlicht wurde, die den NHANES-Datensatz verwendet, der eine sehr, sehr große Population von Menschen darstellt. Und hier geht es tatsächlich um den Tod, denn wenn jemand in der Studie stirbt, ist das den Forschern und auch den Forschungssubjekten ziemlich bekannt und solch eine Studie ist schwer zu fälschen.
Diese aktuelle, authentische Studie, die also beweist, dass je niedriger der LDL-Cholesterinspiegel ist, umso mehr Menschen daran sterben, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Ein zu niedriger LDL sowie Gesamtcholesterinspiegel muss daher unter allen Umständen vermieden werden. Und wer vor dem Problem eines extrem hohen Cholesterinspiegels steht, sollte nicht an eine Senkung durch Statine denken, sondern die Ursache herausfinden, wie zum Beispiel zu hohe Triglycerid- und Entzündungswerte, einen kaputten Darm, eine kaputte Leber, zu wenig Gallenflüssigkeit, eine Niereninsuffizienz usw., die alle durch eine ungesunde Ernährung entstehen können, die meist aus zu vielen, insbesondere leeren Kohlenhydraten, industriell stark verarbeiteten Fertigprodukten und Transfettsäuren besteht. Mein Video zu Transfettsäuren und dem toxischen Speiseöl, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Die gesunde ketogene Ernährung bietet auch hier meistens eine Lösung. Schaut euch mein Video dazu auch gerne nochmal an. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dass wir alle vor einem zu niedrigen LDL sowie Gesamtcholesterinspiegel bewahrt bleiben. Wenn euch mein Video von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.